In diesem Video beschäftige ich mich mit der Krebstherapie, insbesondere mit der Frage, warum gibt es nicht nur eine Therapie? Über Abos und Likes freue ich mich. Gute Frage, das wäre natürlich toll und wird auch oft gestellt, warum gibt es nicht das eine Mittel gegen Krebs? Die Antwort ist einfach, weil Krebs nicht gleich Krebs ist. Wir haben über 200 Krebsarten und auch eine Krebsart unterscheidet sich noch, die Krebszellen, wie schnell sie sich teilen, wie schnell sie tochtergeschwulste Metastasen bilden. Also es gibt eine Vielzahl von Faktoren, sodass es nicht das eine Mittel gibt. Das Ziel der modernen Tumortherapie ist eine maßgeschneiderte Therapie für den Patienten, ausgelegt auf seine Art des Krebses. Die Therapiewahl ist sicherlich ein Punkt, ist, wie groß ist der Tumor, ja, also die Größe des Tumors. Und ein weiterer Punkt ist, wo sitzt der Tumor, wie gut ist er erreichbar. Noch ein Punkt ist, wie verhält sich die Tumorzelle, wie lässt sie sich angreifen. Und dann muss man natürlich auch auf den Patienten schauen. Ein 80-jähriger Mann mit massiver Herzschwäche wird anders behandelt als eine 40-jährige Frau, die körperlich fit ist. Also es ist ein Puzzle aus vielen Puzzleteilen und wenn man es zusammengesteckt hat, dann ergibt sich ein Bild und man hat eine Therapieempfehlung für den Patienten. Personalisierte Therapie basiert auf einer genauen Untersuchung der Krebszellen. Wie macht man das? Das macht man im Labor. Früher hat man nur eine Bildgebung gehabt, also man hat sich die Zellen angeschaut. Jetzt aktuell wird durch eine Vielzahl von Zusatzuntersuchungen, durch genetische Untersuchungen, die Zellen werden auf bestimmte Eiweiße untersucht. Ziel ist es, dass man Schwachstellen des Tumors entdeckt und anhand dieser Schwachstellen dann eine Therapie auswählt, die genau den Tumor effektiv bekämpft. Also das bedeutet personalisierte Therapie. Klingt etwas technisch, ist aber sehr auf den Patienten zentriert. Viele Patienten stellen sich das so vor, der Arzt entscheidet allein. Das ist aber nicht so. Das ist eine Teamentscheidung. Es wird in einer sogenannten Tumorkonferenz oder im Tumorboard von allen involvierten Fachdisziplinen ein Therapieplan erstellt. Wer sind diese Disziplinen in der Regel? Das ist der Krebsspezialist, der Onkologe, der Strahlentherapeut, der Chirurg auch, dann auch der Radiologe. Also es ist ein ganzes Team und die besprechen den Patienten mit seiner Erkrankung. Und das ist auch wichtig. Es ist eben nicht so, dass man nur den Krebs therapiert, sondern man muss wirklich schauen, wie fit ist der Patient, was sind seine Lebensumstände und was ist für ihn wichtig. Und dann empfiehlt man dem Patienten eine Therapie und letztendlich entscheidet dann der Patient, ob er diesen Therapievorschlag annimmt oder eben nicht und dann wird er auch modifiziert und angepasst. Ja, das ist für die Patienten schwierig. Die sagen sich dann, ja, warum brauche ich jetzt ein neues Medikament? Oder am Anfang wurde gesagt, keine Operation und jetzt plötzlich doch Operation. Die Antwort ist, das Tumorleiden ist ein dynamischer Prozess. Das heißt, im Verlauf kann ein Medikament nicht mehr so wirken, wie es am Anfang gewirkt hat. Der Tumor ist schlau und es gibt eine sogenannte Resistenz. Oder
Man sieht, dass der Tumor wächst und auf eine wichtige Struktur drückt oder in Gefahr läuft, dass er einwächst. Und dann muss man dennoch operieren, auch wenn man sagt, das ist kein kurativer, kein heilender Ansatz, aber man operiert dann, um dem Patienten das Leiden zu mindern. Also es ist ein dynamischer Prozess und es kann sich im Verlauf vieles ändern. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, nutzen Sie die Kommentarleiste und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Video dabei. Ihr Albertus Scheule.